Hallo! Gestern haben wir uns noch auf dem PFF-Treffen gesehen. Seht ihr? Mein roter Punkt und mein roter Sonnenbrand. Heute reparieren wir die Zentralverriegelung. Und zwar haben wir folgendes Problem. Schließt man an der Fahrertür ab und auf, so funktioniert alles. Schließt man aber an der Beifahrertür auf und zu, so tut sich an der Fahrertür nichts. Da zumindest eine Tür noch geht, liegt der Fehler wahrscheinlich nicht in der Elektronik, sondern im mechanischen Teil hier an der Tür. Um an die Mechanik zu kommen, die sitzt hier, muss die Türverkleidung ausgebaut werden. Die Demontage beginnt mit der Ablage unten. Diese hat 5 Schrauben von der Unterseite. Die 6. Schraube sitzt hier vorne am Eck. Die 6. Schraube hat zumindest bei mir keine Unterlagscheibe. Dann kann die Ablage nach unten entnommen werden. Der kleine Halter hier an der Ecke muss auch raus. Die Schaltereinheit für Spiegel und Fenster ist hier unten mit 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt. Raus damit. Danach kann die Einheit nach unten abgezogen werden. Der Stecker hat hier links und rechts Rastnasen, die müsst ihr ein bisschen zurückdrücken und den Stecker nach hinten abziehen. Und wenn man über die Rastnasen ist, abziehen. Die Rastnasen dieser Stecker sitzen oben und unten. Und weg mit dem Teil. So, am letzten sieht man jetzt schon fast was. Heben, ein bisschen weiterziehen, oben wieder ein bisschen weiterziehen und weg hat man die Einheit. Im Türgriff befindet sich hinten eine Kreuzschlitzschraube, die macht ihr raus. Es geht so von der Seite. Wenn die Schraube außen ist, kann man die Blende einfach hier drüber nehmen. Der Türgriff an sich kann drauf bleiben. Das Lautsprechergitter hier muss auch raus, der Lautsprecher auch. Um die Blende abzuheben, benutzt ihr am besten solche Kunststoffwerkzeuge, keil da mal drunter und dann von allen Seiten her arbeitend versuchen, das Ding abzuhebeln. Der Lautsprecher selbst hat 4 Schrauben und muss auch raus. Da müsst ihr aufpassen, da gibt es hinten dran noch die Stanzbolzen und zusätzliche Unterlagscheiben. Das müssen wir nachher alles suchen gehen, das Zeug. Unter dem Rahmen sitzt der Lautsprecher. Unten die Stecker abziehen, kann man nicht verwechseln, haben eine unterschiedliche Breite. Und jetzt sind hier solche Kunststoffabstandshalter und nochmal U-Scheiben verbaut. Auch die müssen raus. Zum Glück waren sie hier festgeklebt, dann müssen wir sie in der ganzen Tür suchen. Und der Feuchtigkeitsschutz kann im Prinzip nach innen geschoben werden. Hier oben sind 2 Kappen, unter denen sind weitere Kreuzschlitzschrauben. Die 2 Schrauben sind auch die letzten. Die Mutter hier drin kann nämlich bleiben. Und aufpassen, dass ihr die Scheibe drunter greift. Allerdings sitzen hier noch Spreiztübel in der Tür. Die müsst ihr jetzt erfüllen und dann mit 2 Kunststoffwerkzeugen aushebeln. Nummer 1. 2 ist auch mitgegangen, also der sitzt hier, hier. Der 3. sitzt hier. 3, 4. Jetzt müssen noch die unteren Befestigungsschrauben des Türgriffs raus. Die Verkleidung muss jetzt hier über den Stöpsel und hier ist eine Einhängung, da muss er angehoben werden. Aber ihr müsst aufpassen, dass ihr jetzt den Türgriff nicht abreißt, weil hier ist eine lose und hier bleibt er drin. Jetzt ist er rausgegangen. Danach soll es eine Kleinigkeit sein, die Verkleidung rauszunehmen. Jetzt müsst ihr vorsichtig die Dämmfolie hier oben entnehmen, und zwar nur an dem Eck reicht. Ganz vorsichtig. 3-mal gewickelt und 4-mal gefaltet. Hier befindet sich der Stellmotor und er öffnet und schließt das Schloss hier. Schauen wir uns die Geschichte mal an. Auf, zu, auf. Der
Der Steller funktioniert einwandfrei, aber am Schluss tut sich nichts. Wie es aussieht, liegt der Fehler an der Betätigung. Das heißt, ich mache jetzt erstmal die Koppelstange raus. Die war mit dem Clip gesichert. Und jetzt kann man den Bolzen nach hinten durchschieben. Aufpassen, dass er nicht verliert. Die Koppelstange. Aha, hier haben wir das Problem. Hier an dieser Kugelaufnahme ist das Plastik gebrochen. Das heißt, er ist schlichtweg hier am Schluss vorbeigefahren. Aber so ein Porsche ist halt ein gutes Auto. So ein Teil gibt es einzeln. 2 Euro im Porsche-Zentrum. So, hier sieht man den Unterschied. Hier ist es abgebrochen und hier ist es noch in Ordnung. Das heißt, es wird über das Kugelgelenk gedrückt, die 2 Halbschalen, und dann muss es hier hinten eingerastet werden. Solche Kunststoffteile schmiert man am besten mit weißem Fett. Mal tüchtig hier rein. Okay, drauf ist das Teil mal. Also hier nach unten drücken und jetzt oben den Clip zudrücken. Auf die vordere Mechanik kommt natürlich auch ein bisschen Fett. Der hier drauf, und die müssen jetzt fluchten. Jetzt müsst ihr das hier so einstellen, dass das ungefähr fluchtet. Den Bolzen führt ihr von hinten mit der Zange durch das Loch. Aha, steckt schon. Und dieser Clip ist jetzt ganz raffiniert, der wird nämlich nicht seitlich aufgeschoben wie bei VW, sondern der hat hier ein großes Loch, da muss er aufgedrückt werden und dann in das kleine Loch schieben, dann verriegelt er. Und hinten gegenhalten, dann das Blech ein bisschen zurückdrücken und drauf ist das Teil. So, ihr seht schon, das Schloss funktioniert wieder. Aha, jetzt funktioniert die Geschichte wieder, wie sie soll. Jetzt könnt ihr die Dämmfolie wieder vorsichtig anbringen. Mit allen Falten und Dingen müsst ihr aufpassen, dass die Löcher stimmen. Die drückt sich wieder hin. Nach der nächsten Hitzeschlag pappt ihr auch wieder. Bevor wir die Türverkleidung wieder montieren, müsst ihr den Griff hier in Position halten, und durch das ganze Geruckel hat sich nämlich die Mutter hier oben gelöst. Und die müsst ihr jetzt in Position ein bisschen nachziehen, sonst schwackelt der Türgriff nachher. Haben wir was vergessen? Nee, gell? So, beim Ansetzen ist jetzt ganz wichtig, den Türgriff die ganze Zeit halten, und wir müssen mit dem Blech in den Schlitz stoßen. Und da oben müssen wir durch das Loch. So, jetzt erstmal die ganzen Stecker suchen, dass da nichts klemmt. Und jetzt ganz langsam von oben in Position. Und schön auf dem Dübel selbst anklicken. So, dann mal die erste Schraube hier einfädeln. Ihr seht den Winkel vom Schraubenzieher, die sitzen also so ungefähr unter 45 Grad. Vorsicht, wenn er eine verliert, fängt er wieder von vorne an. Nun kommen alle ausgeschraubten Schrauben in der umgekehrten Reihenfolge wieder in die Verkleidung. Die Kappen wieder aufdrücken. Beim Lautsprecher muss erstmal die ganze Kunststoffabdämmung wieder hier hin. Dann müssen diese Bolzen drauf. Den Lautsprecher müsst ihr hier unten wieder anschließen. Darauf achten, dass die Kontakte noch gut sitzen, sonst muss man sie ein bisschen nachbiegen. Aha, die sind noch gut. Ihr setzt den Rahmen auf den Lautsprecher und jetzt könnt ihr von hinten die Bolzen auf die Schrauben drehen. Mal vorsichtig eine Schraube anziehen. Noch eine. Noch eine. Sieht gut aus. Auf die Rastnasen von dem Lautsprechergitter machen wir mal jede Menge Fett. Das Gitter einfach aufsetzen und dann vorsichtig im Rahmen einklipsen. Das war schon. So, die Stecker werden hier wieder aufgesteckt. Der Vorteil von dieser ganzen Cliptechnik ist ja immer, drauf geht es einfacher wie runter. Oben eingehakt.
die Schrauben von unten wieder festdrehen. Einführen und jetzt ist ein bisschen gefummelt, bis ihr die Schraube drin habt, aber es geht. Und die Griffschale wieder festschrauben. Für die untere Ablage müsst ihr jetzt diesen Befestiger wieder einschrauben. Dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr ihn in die richtige Lage einschraubt. Die Position erkennt ihr am besten am alten Abdruck. Die Ablage wird von unten her in die Stehbolzen am Griff eingesetzt und dann kommt mal eine Schraube rein. Und zum Schluss kommt noch die kleine Kreuzschlitzschraube hier an der Ecke. Jetzt geht wieder alles. Na, also, tschüss, bis zum nächsten Film.